Ja, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute mal wieder einen Flywing Heli für euch, und zwar den neuen Bell 206 Jet Ranger in der V3-Version. Natürlich RTF und mit GPS, wie man das von Flywing gewohnt ist. Dadurch, dass es im Grunde das gleiche ist wie die Bell UH1 hier im Hintergrund, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt, werde ich jetzt in dem Video nicht auf jedes einzelne kleine Detail eingehen. Auch der Packungsinhalt ist ja relativ oder ziemlich identisch. Da kann ich euch mal ein Bild einblenden, was alles dabei ist. Ist aber im Grunde der gleiche Lieferumfang. Auch die ganzen Funktionen und die Fernsteuerung ist natürlich identisch. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben mal. Wenn euch das interessiert, guckt euch mal das Video zur Bell UH1 an. Ansonsten werde ich euch hier in dem Video natürlich trotzdem nochmal die Mechanik etwas genauer zeigen. Ich zeige euch natürlich den Rumpf etwas genauer und wir gehen am Ende natürlich auch nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Zum Ausbau der Mechanik müssen wir als allererstes mal die Verbindung zum Heckmotor lösen, damit wir uns das Kabel gleich nicht abziehen. Dann müssen einfach nur hier vorne die beiden Schrauben rausgeschraubt werden. Dazu muss man wahrscheinlich immer den Stecker hier aus dem Regler ziehen, um von oben an den Schraubenkopf zu kommen. Dann müssen wir hier oben noch die beiden Schrauben an der Seitenaufnahme lösen. Dann können wir auch schon die gesamte Mechanik aus dem Rumpf ziehen, denn hier hinten ist sie nicht verschraubt, sondern einfach nur eingeschoben. Ja, hier haben wir dann die Mechanik des Jet Rangers einmal ausgebaut. Die Mechanik besteht aus zwei 1,6 mm starken Carbon-Seitenplatten und einer 1,6 mm starken Carbon-Bodenplatte. Die Verbindung der Carbonplatten bestehen aus 4 mm starken Vierkant-Aluminiumstreben. Damit haben wir einen sehr steifen Grundrahmen. Die Aufnahmestücke für die Motorwellenlager bestehen allerdings aus Kunststoff, aber recht dickem Kunststoff, und die Motoraufnahme wurde aus Aluminium gefertigt. Die Hauptkomponenten, wie die Taumelscheibe und das Rotorkopf-Zentralstück, bestehen aus Aluminium. Die Blatthalter allerdings hier aus Kunststoff. Die Blatthalteranlenkung ist eine sogenannte DFC-Anlenkung. Sieht man hier, dass hier oben keine Kugelköpfe dran sind, sondern eine reine Drehverbindung. Die Rotorwelle ist zweifach gelagert und die Taumelscheibe wird wieder von drei im 120-Grad-Winkel angeordneten Servos angesteuert. Angetrieben wird die Rotorwelle von einem Brushless-Außenläufermotor. Die Kraft wird dabei wieder über eine Ritzel-Zahnradverbindung übertragen, und zwar wieder schräg verzahnt, sodass wir auch einen etwas ruhigeren und leiseren Lauf haben. Wie man erkennen kann, haben wir auch hier wieder keine direkte Mechanikverbindung zum Heckmotor, wie zum Beispiel beim Airwolf, sondern der Heckrotor ist hier wieder hinten direkt am Ausleger des Rumpfs angeschraubt. Und zwar haben wir hier ebenfalls einen Brushless-Außenläufer. Geregelt wird das Ganze wieder über den neuen Flywing 60 Ampere ESC in der V4 Pro Version. Und wie man sehen kann, besteht das Gehäuse des Reglers aus Aluminium und hat auch diese Kühlrippen hier oben drauf. Als Flugsteuerung hat der Jet Ranger natürlich ebenfalls auch ein H1-System in Verbindung mit einem GPS-Modul eingebaut, was das Fliegen für Einsteiger natürlich wesentlich einfacher macht. Und last but not least haben wir hier noch einen Empfänger angebracht, und zwar den FlySky FSI A6B. Ja, im Gesamten macht auch diese Mechanik des Jet Rangers wieder einen wirklich sehr guten Eindruck, wirkt alles sehr hochwertig und stabil verbaut. Trotzdem wäre es natürlich vor jedem ersten Flug ratsam, bei einem RTF-Modell einmal alle Schrauben zu überprüfen, ob alle gesichert sind und fest sitzen. Was man auch noch kontrollieren sollte, ist, ob die Kabel gerade hier am Zahnrad gut verlegt sind, dass die da auf keinen Fall dran scheuern können im Flug. Und ihr solltet die beiden Antennen nicht so parallel hier auf dem Empfänger lassen, sondern besser in einem 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet positionieren. Dann ist auf jeden Fall ein besserer Empfang gewährleistet. Dann baue ich die Mechanik jetzt wieder ein. Das geht natürlich in umgekehrter Reihenfolge genauso einfach wie beim Ausbauen. Und dann zeige ich euch den Rumpf mal etwas im Detail. Ja, hier haben wir den Bell 206 Jet Ranger einmal komplett zusammengebaut mit Rotorblättern vor uns stehen. Wir haben hier einen schönen Rumpf im Design des Los Angeles Fire Department. Der ist jetzt nicht zu 100% dem Original entsprechend, aber wir reden ja hier nicht von einem Full-Scale-Modell. Von daher würde ich sagen, ist das schon zu verkraften. Der ganze Rumpf besteht natürlich wieder aus leichtem und stabilen GFK. Was wir jetzt im Gegensatz zum Airwolf und zur Bell UH1 haben, sind endlich ein paar Nieten, auch wenn die natürlich wieder nicht 100% dem Original entsprechen, aber wir haben einige auf dem ganzen Rumpf verteilt, was auch richtig cool aussieht. Auch die Lackierung an sich finde ich sehr gelungen, wie gesagt im Los Angeles Fire Department Design in Rot, Weiß, Schwarz und dunklem Silber, auch mit jeder Menge schicker Dekals drauf, die sehr schön aufgetragen sind und mit unter dem glänzenden Klarlack angebracht wurden. Wir haben hier auch wieder klare Cockpitscheiben eingebaut, sodass wir natürlich auch hier wieder auf die Mechanik gucken können. Aber das ist halt der Kompromiss, wenn man klare Scheiben verwendet im Gegensatz zu schwarzen. Aber auch hier finde ich die klaren Scheiben wieder die bessere Wahl. Bis auf die Nieten haben wir jetzt hier nicht so viele Details angebracht, wie zum Beispiel bei der Bell UH1. Ist also alles etwas schlichter gehalten, was im Gesamteindruck und auch im Flug natürlich jetzt nicht so tragisch ist. Wie gesagt, wir reden ja hier nicht von einem Full-Scale-Modell. Und so bleibt auch noch jede Menge Spielraum für eigene Kreativität, um es mal positiv auszudrücken. Auch hier oben der Dombereich ist zwar sehr schick, aber da fehlt auch das ein oder andere Detail zum Original. Aber es wurden hier die Lüftungsöffnungen richtig ausgeschnitten und schön mit Gittern versehen, was wiederum sehr gut aussieht. Und wir haben hier noch zwei schön lackierte Abgasrohre. Hier hinten am Heckausleger haben wir dann den Brushless-Motor angeschraubt mit 3 Schrauben, der aber auch leider wieder auf der falschen Seite sitzt. Das hätte man dank separatem Antrieb meiner Meinung nach auch auf der richtigen Seite montieren können.
Aber okay, das Problem haben ja leider viele Modelle mittlerweile. Das Landegestell ist hier ebenfalls wieder einfach gehalten und besteht hier auch aus Kunststoff. Beim Jet Ranger haben wir hier auch wieder vollsymmetrische Carbon-Rotorblätter, die Gott sei Dank hier oben auch schon grau lackiert sind und haben auch an den Enden hier diese gelben Blattspitzen. Das macht auf jeden Fall schon mit den grauen Blättern einen viel scaligeren Eindruck. Ich finde, auch wenn hier ein paar Details fehlen, haben wir im Gesamten einen richtig schicken kleinen Semi-Scale-Heli. Zum Akkuwechsel können wir natürlich die Haube hier vorne wieder abnehmen. Dazu müssen wir einfach den Hebel nach vorne ziehen, dann können wir die Haube hier so raushebeln. Der Akku wird auch hier nicht mit einer Schiene in der Mechanik befestigt, sondern einfach hier mit Klett auf der Holzplatte fixiert und dann mit dem Akkustrap gesichert. Die ganze Mechanik sitzt hier auf dem eingeklebten Holzboden und wird wie eben schon gezeigt mit den 2 Schrauben hier vorne gesichert und hinten ist die Carbonplatte einfach nur eingeschoben. Im hinteren Teil haben wir dann oben links und rechts noch 2 dicke Kunststoffhalter eingeklebt, wo dann auch die Mechanik passgenau eingeschoben wird und dadurch bekommt die ganze Mechanik seitlichen Halt und sitzt somit bewegungsfrei im Rumpf. Die ganzen Holz- und Kunststoffteile sind hier auch sauber eingeklebt. Zum Aufsetzen der Haube müssen wir einfach nur hier die beiden Pinne wieder in die Bohrungen einfädeln, dann vorne den Hebel wieder zurückziehen, die Haube runterlassen, bis der Pin wieder einrastet und schon sitzt die Haube fest drin. Der Ranger hat einen Rotorkreis von ca. 810 mm, eine Rumpflänge von ca. 750 mm und ein Abfluggewicht inklusive Akku von 1,2 Kilogramm. Kommen wir am Ende auch hier zu einem kleinen Fazit. Ich muss sagen, der Jet Ranger fliegt wirklich sehr gutmütig und stabil, gibt in der Luft auch ein sehr, sehr schönes Flugbild ab. Ich muss sogar sagen, dass der Jet Ranger hier out of the box fast schon am besten von allen 3 Scalern, die ich hier habe, geflogen ist bis jetzt. Die Optik von der Lackierung her und mit den Nieten finde ich auch sehr schick, auch wenn hier und da natürlich das Modell jetzt ein bisschen vom Original abweicht. Aber wir reden ja hier eher auch von einem Fun-Modell als von einem Full-Scale-Modell.
Das GPS hat hier auch wunderbar funktioniert. Der Heli steht wieder wie angenagelt in der Luft, wenn man alle Sticks loslässt. Die Flugfiguren wie Kreisflug und Achtenflug hat er natürlich auch wunderbar absolviert. Auch wenn das natürlich hier ein bisschen mehr Spielerei ist als echtes Helifliegen. Die Coming-Home-Funktion funktionierte auch einwandfrei hier bei dem Jet Ranger. Die funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr im GPS-Modus seid. Dann wird die automatisch aktiviert, wenn der Akku leer geht, oder ihr könnt die auch manuell aktivieren. Natürlich müsst ihr vor dem Start immer die GPS-Satelliten suchen lassen, bis der Startpunkt gespeichert ist. Ihr könnt hier auch natürlich während der automatischen Absinkphase den Heli wieder manuell gegensteuern, falls der gespeicherte Platz plötzlich mal nicht frei sein sollte oder so. Was ich bei den beiden Bells besonders schade finde, das ESC-Kabel, was zum Akku geht, ist ja sehr, sehr kurz. Und gerade weil der Akku ja hier mit dem Klettband festgemacht wird, ist das sehr, sehr knapp, dass das Kabel überhaupt an das ESC-Kabel ranpasst. Da hätte man am ESC vielleicht ein etwas längeres Kabel lassen sollen oder zumindest das Akkukabel länger lassen sollen, damit man da ja, beim Einstecken der Kabel ein bisschen mehr Spielraum hat. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt wieder mit dem Video. Ich habe euch den Link zum Jet Ranger mal unten in die Videobeschreibung reingepackt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bell findet. Auch gerne mal reinschreiben, wie ihr generell die Flywing-Hubschrauber findet. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abo nicht vergessen und die Glocke auch nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.